Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute wird's verdammt wild. Nämlich, heute starten wir mit der DEFCON Aftershow-Reihe, Party, wie auch immer. Heißt, wir ziehen uns ein paar Sets rein von letzten Jahr. Sofern ich die hochladen kann, das ist natürlich klar. Und feiern einfach das letzte Jahr, dieses Jahr nochmal neu. Ich meine, ich werde da sowieso irgendwann drauf reagiert, aber jetzt versuche ich das halt in 2 Tagesabschnitten zu ballern. Ist das überhaupt richtig so ausgedrückt? Also auf jeden Fall, heute kommt ein Video, morgen wahrscheinlich nicht, übermorgen kommt ein Video, dann der Tag danach nicht. Also alle zwei Tage kommt ein Video. So. Und das sind, glaube ich, 8 Stück oder sowas. Ja, von den ganzen Sets. Wir haben Saints and Purge, wir haben Randy werden wir uns reinziehen, da Tweakers wahrscheinlich, also sehr viele Sets werden wir uns reinziehen von letzten Jahr. Natürlich nicht alle, weil auch nicht alles meins ist. Und wir starten einfach mal mit mit einem mit DJs, wo man nicht gedacht hätte, dass ich darauf reacte oder nicht jetzt schon drauf reacte. Muss ich aber dazu sagen, dieses Jahr, Donnerstag, haben die ja auf der Black aufgelegt, genau, auf der Black. Gesellige Abtempo. Und ich muss sagen, das hat mich so beeindruckt, weil ich dachte eigentlich mehr, dass die noch krasser durchdrehen. War aber zum Glück nicht so. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es letztes Jahr war. Und deswegen gönnen wir uns einfach heute mal, oder fangen auch direkt damit an, mit Gesellige Abtempo presents the greatest shit show vom DEFCON 25, ist ja klar. Ja, ist auch für UV. Muss sagen, jetzt da ich einen kleinen Vergleich habe, UV dieses Jahr sah geiler aus als letztes Jahr. Aber gut, wir gehen rein. Ich bin gespannt, wie die da abgerissen haben, weil dieses Jahr, also wie gesagt 2026, und ich hoffe, dass wir uns das auch nochmal reinziehen können. Das wird dann auch natürlich dann zum Ende des Jahres, ne, ich lege mich da nicht fest, aber so, ne, irgendwo da um den Dreh, Ende des Jahres, wenn das Set hochgeladen werden sollte, ziehen wir uns das auf jeden Fall nochmal rein, weil, wie gesagt, hat mich total abgeholt. Jetzt geht's aber los. Genug gelabert, genug geblabbelt. 35 Minuten, Abtempo. Ich bin noch da. Gesellige Abtempo. Gesellige. Das ist auch so geil, ey. Die Deutschen sagen immer gesellige Abtempo. Alle haben so ganz unterschiedliche Namen. Hey, gut geschaut. Ist auch geil, so zu starten, ist schon verrückt. Und nicht zu vergessen, heute ist Sunday Funday eigentlich, ne? Ich bin gespannt, was die daraus gemacht haben, ne? Ey, wenn ich zurück überlege, vor einem Jahr habe ich noch gesagt, die Scheiße würde ich mir niemals reinziehen, ne? Und jetzt sitze ich hier und denke mir, boah, das ist so eine geile Scheiße. Aber da muss ich wirklich sagen, das kommt einfach vom DEFCON. Es ist so krass, wie ihr mich da mitgezogen habt. Wow.
Fängt auf jeden Fall schon mal gut an, muss ich ehrlich sagen. Ich find's auch einfach geil, dass die Jungs einfach Scheiße auf dem Kopf oder so Scheiße Masken haben, ne? Oh, Junge! Ich muss ehrlich sagen, das hätte ich auch gern gesehen. Die Jungs auf der UV. Weil ich dachte, die UV ist eigentlich irgendwo einfach so eine Stage irgendwo und nicht einfach, dass es mitten auf oder der Weg dahin führt. Ist so geil. Und alleine wie voll das da ist, ne? Es ist so geil, dass ich da jetzt das erste Mal war. Ich werde ja öfter da, ich werde da hundertprozentig öfter hinkommen. Aber jetzt habe ich auch endlich mal eine Idee, wie groß das da ist. Junge! Gut, dass die Shitshow nur 35 Minuten geht, ey. Mit der Hitze hier. Also ich werde hier mehr trinken als reden wahrscheinlich. Ey, das ist so unfassbar, wie mich dieser Sound auch abgeholt hat, ne? Weil ich habe einfach gemerkt, dass mich sowas live viel mehr abholt, als wenn ich hier sitze. Ich meine, jetzt finde ich es auch gerade mega geil. Oder finde es auch geil. Aber ich weiß nicht, ob das die Death Magic ist. Aber wenn ich dann, wenn ich da stehe und diese 1000 Menschen da vor mir sehe, wie die durchdrehen, boah. Da kriege ich sogar schon extremes Gefallen daran. An den Sound, ey. So geil, dass sie da den Rollstuhlfahrer da hochheben, ne? Fucking big one family. Or one big family. Okay, das ist so eine geile Scheiße, ey.
Da merkt man einfach, was das für eine verrückte Scheiße ist, ne? Aus so einem Song das rauszuholen, ist total wahnsinnig. Hoppa! Juhu! Aber ich habe auch gemerkt, diese Art oder das Abtempo, ich check halt immer mehr, warum das die Leute so feiern. So, klar, ich weiß, diese Seite von wegen, ey, wie kann man sich das gönnen? Und auf der anderen Seite weiß ich jetzt auch, ey, das ist mega geil. Einfach weil du so frei bist und so durchdrehen kannst, aber auf Party-Ebene. Ja! Das ist so geil, ey. Opa. Ist auch so cool zu sehen, ne? Du siehst da einfach die ganze Menge und alle sind da irgendwie so ein bisschen total am Mittanzen oder halt nur so ein bisschen. Und das finde ich halt so geil. Das ist total verrückt, was da abgeht. Aber es ist ja eigentlich jedes Mal, bei jedem Set oder so. Bloß jetzt wird mir das erstmal alles klar. Das ist so verrückt. Deswegen, das wäre ein Gefühl, kommt jetzt eine ganz andere Art von Reaction von mir. Glaube ich. Denke ich. Opa. Woppa! Ich check auch nicht, wie die da drunter leben können, überleben können, ne? Unter den Masken. Da ein kleines Loch, hier 2 kleine Löcher, hier 2 Löcher. Oder, ne, wie auch immer. Was eine Crowd, ey. Ist verrückt, wie gesellige Abtempo das mitnehmen, ne? Und ich nenne die auch jetzt immer so. Ich finde das viel geiler als gesellige Abtempo. Einfach dieses gesellige. Ist das nicht von Scooter? Und deswegen gefallen mir die gesellige Abtempo nämlich auch so, weil du so, ich finde die Kombination, diesen Mix, den die machen, mega.
Junge! Ey, ich höre die Songs zum ersten Mal, aber ich weiß so langsam, wie das abgeht, ne? Und das ist so geil. Und ich habe auch gelernt, es ist scheißegal, wenn du da hängst und es kommen diese Dreifach-Dinger, wo es macht und du trotzdem diese Rhythmus drin hast, scheißegal. Und das finde ich so geil. Den hätte ich am meisten Schiss vor, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Da zu hängen und die ganze Zeit immer so alles falsch zu machen. Aber das ist einfach scheißegal. Ich sag ganz ehrlich, ne? Ein bisschen dunkler. Dann ist die Stage auch mega geil. Wow. Weil mit dem Sonnenuntergang. Das sieht schon cool aus. Ey, wir hatten ein bisschen emotional gerade, ne? Das ist Wahnsinn. Also nicht wegen der Musik, ne? Sondern wegen der Geschichte vom Defcon 26. The man has some moves. Ich sehe jetzt erst, dass hier Disco-Kugeln hängen. Wie cool ist das denn? Let it be. Was eine verrückte Show. Ist halt wirklich so great shit Show. Oh, was gibt's denn da? Kuchen? Kuchen? Das ist crazy. Also das ist schon wieder verrückt, so eine Achterbahn zu ballern. Es dreht total durch. Into alle singen. Das ist doch unfassbar so geil zu sehen, wie unterschiedlich die Leute da tanzen, ne? Das habe ich schon immer gesagt, aber das in Real Life nochmal zu sehen, ist nochmal so viel geiler. Ob die einen den hier machen, oder den hier machen, oder den hier machen, oder halt ihre crazy Gabba-Tänze oder was auch immer. Oder Stompen oder was auch immer. Es ist so geil, weil du kannst das Gefühl zu jedem Track machen und jeder geht so ab, wie er will oder sie will. Und ich muss sagen, was die Frauen für eine Power haben, zieht den Hut rüber. Für.
Boah, ich muss mir unbedingt meinen Tisch zum Höhe verstellen. Ich kann hier nicht sitzen mehr. Das finde ich halt so geil, ne? Dieses Tit-Tit-Tit. Das ist einfach nur noch, das ist wirklich nur noch verrückt. Das ist ja total verrückte Scheiße, Mann. Was für Songs durcheinander geworfen werden und dann auch noch diese nachgemachten halt. Wie nennt man das denn noch? Diese nachgemachten halt. Ach du Heilige, jetzt wird's ja richtig geil. Da muss ich auch immer wieder sagen, wenn ich die Leute mit den Trainingsanzügen sehe, also diese bunten, das für mich so Anfang Hardstyle. Ist nichts für mich, optisch, aber ich weiß dann, ja okay, jetzt hast du die richtigen Leute vor dir, die wissen, was zu tun. Ey, man muss ehrlich sagen, Christetica Abtempo muss man einfach lieben, ne? Kein Wunder, dass die Stage immer voll ist. Amigos, qué calor, es la máquina Miranda, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar. Baila, 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 baila. One more time, come on. Das ist aber ein cooler Song, muss ich ehrlich sagen. Gerade weil das so hochgepitcht und so ist. Und ich mag den Song ja so schon, aber das? Boah. Thank you. So verrückt zu sehen, ne? Wie viele unterschiedliche Menschen da rumlaufen. Auch
also generell unterschiedlich so aussehen. Ne? Klar, jeder Mensch ist einzigartig, so. Aber ne, die einen laufen da in diesen Hemden rum mit Gummienten drauf. Einer hat einen Strohhut von Ruffy auf und. Und ich muss ehrlich sagen, die Leute, die sich da rausputzen mit ihrem Kostüm, wow. Oh, Junge, was war das? Was eine geile Kombo. Dieser Sound und dann das mit dem Abtempo. Holy shit. Ja, daar gaan we. Daar gaan we. Dit heerlijke samenspel wordt Was für ein Hammer-Track war das gerade? Wow. Wie gezellig. where it begins. Ich krieg Gänsehaut, ne? Einfach weil der Song ja schon an sich schön ist. Aber genau zu wissen, da gleich wieder alle mitsingen. Was in the spring, and spring became the summer. Who would believe you come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me. Defcon enttäuscht mich nicht. Touching you. Get Defcon, come on. Sweet Caroline. Never seemed so good. I've been inclined to believe they never would. Ich muss ehrlich sagen, ne, Sets zu sehen und so ist immer Defcon, thank you so much. mega geil. Your fucking hand. Aber was mich halt, und das habe ich auch die letzten Tage gemerkt, seitdem ich wieder zu Hause bin, diesen Zusammenhalt und diese Power von Defcon 1 zu sehen, das bricht mich am meisten, ne? Also was heißt bricht, aber das lässt mich so krass emotional werden, weil das so fucking schön ist. Dieser kranke Zusammenhalt, ey, verrückten geilen Menschen, ey. Ich weiß, ich beziehe das gerade immer alles auf Defcon, aber natürlich meine ich die ganze Hardstyle-Szene.
Junge, was für Tracks, ey. Jules de Circusbos. Also so nice, ne? Also Real Talk, das ist so nice gerade alles. Dit is een circus van een andere planeet. Wat een gezellig gevoel. We gaan Old school. Oh, Bro, ey, mit einer kaputten Schulter das zu machen, crazy. Sie. Caballos. Ach du Scheiße, was machen die aus dem Song bitte jetzt? Paco betekent eigenlijk gewoon cola, alleen voor de kleuren. Oh, Junge, der Typ gibt ja richtig Moves. Gasoline. Gasoline. Da habe ich gemerkt, da ist bei mir langsam, da ist noch die Schwelle. Da ist bei mir Grenze, Feierabend, da komme ich nicht mehr drauf klar. Ey, die Jungs, die müssen auch so Spaß haben, ne? Man guckt euch den Mann an, der Mann hat Moves ohne Ende. Gasoline. 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, Also das kannst du auch nur Shitshow nennen, weil das macht ja alles gar keinen Sinn, was die da fabrizieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier. Das ist andere Polizei. Das ist immer richtig scheiße, ey.
Oh shit, oh shit, oh shit. Ich sag doch, das ist das Geilste überhaupt, ey. Guckt euch die Jungs an, ey. Du guckst in deren Gesichter und du siehst einfach deren Spaß, ne? Und das finde ich halt so krass. Das habe ich noch nie in irgendeiner anderen Musikrichtung gesehen, ganz ehrlich. Wenn die Leute da anfangen, richtig loszulegen mit dem Tanzen. Außer du kannst es halt verdammt gut. Ach, da ist es scheißegal. Auch wenn die Jungs voll abgehen, ne? Ja, fetten Respekt, ne? Vor jedem, der irgendwie ein bisschen eingeschränkt ist, weil der eine Verletzung hat, vielleicht krank ist oder was auch immer, da so abzudrehen, ne? Okay, Defcon. Wahnsinn. This was the fucking greatest shit show on earth. But are you ready for one more? Are you ready for one more? Come on. Oh nein. Oh nein. Defcon, stay awake. Boah. Holy shit, sieht das geil aus. Lass ihn los, lass ihn los. Boah, ich muss ehrlich sagen, ne, obwohl ich die, natürlich, dieses Jahr UV fand ich um Weiten geiler, aber die UV sieht auch geil aus. Gerade mit den ganzen Gelichtern, mit den ganzen Lichtern. Mit den ganzen Lichtern, wow. Also das sah crazy gut aus. Gerade jetzt so zum Ende hin, ne. Ich meine, da habe ich erstmal wieder richtig drauf aufgepasst. Aber wow. Und ich vergesse immer, wie fucking riesig das eigentlich ist, ne. Weil für mich persönlich, ich habe immer dieses Problem, wenn hier zu viel Platz ist, kommt mir das immer so klein vor. Das hatte ich aber auch bei der von 2026. Ich meine, da hast du hier noch, ne, ist ja so ein bisschen größer und hier oben ein bisschen breiter. Da hast du dann halt dieses Denken vielleicht, oder habe ich auf jeden Fall dieses Denken nicht gehabt. Aber hier, genauso wie ja manchmal bei der Red Stage, ist es so dieses, oh, das kommt mir so klein vor oder so dünn einfach vor und deswegen halt so klein. Aber wenn man dann sieht, wie die Leute davor stehen und so, merkt man eigentlich, wie fucking riesig das ist, ne? Wow. Auf jeden Fall, crazy Show. Crazy Shitshow, ja. Ich glaube, das ist das Beste, was man sagen kann. Geile Tracks. Verrückter Mix. Durchmix, wie auch immer. Ja. Und wir schauen mal, was wir noch so uns anschauen. Und allerspätestens sehen wir uns dann 2026. Christianica Abtempo am Donnerstag, Set. Hoffentlich kommt das hoch. Dann sehen wir uns allerspätestens da wieder. Weil das sehe ich mir auf jeden Fall rein. Das fand ich sogar noch ein bisschen besser. Oder was heißt noch ein bisschen besser? Das fand ich sehr viel besser sogar noch. Weil das hat mich total abgeholt. Und dann sehen wir uns da wieder. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.